Island ist eines dieser Länder, die ich schon immer mal mit dem Motorrad bereisen wollte. Ich hatte mir vor meiner Reise dazu ein Land der Kontraste ausgemalt. In meinen Gedanken kreisten Bilder von gigantischen Gletschern, Steinwüsten bis zum Horizont und endlosen schwarzen Sandstränden. Aber vor Ort wurde ich schnell eines Besseren belehrt, denn Island ist vor allem eines: ein Land der Extreme. Das Wetter schlägt hier so schnell um, dass zwischen strahlendem Sonnenschein und einer Zwangspause im Hagelsturm oft nur wenige Kilometer Strecke liegen. Und auch die Landschaft macht da keine Ausnahme. Mondlandschaften, grüne Weiden, Gletscher und Vulkane liegen ebenfalls nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Besonders auf dem Motorrad, wo man Wind und Wetter direkt ausgesetzt ist, spürt man diese Kontraste hautnah. Doch das macht die Reise umso aufregender. Begleitet mich auf meinem bislang größten Motorradabenteuer durch Island, einem Land voller Überraschungen. Ich werde unterwegs vollkommen ehrlich sein. Ich habe Island während meiner Reise mehr als einmal verflucht, an einigen Stellen richtig leiden müssen und dennoch hat mich dieses Land immer wieder staunen lassen. Das sind die zwei Gesichter Islands, die ich euch in diesem Film zeigen möchte. Möchte man eine Geschichte zu Island mit dem Motorrad erzählen, dann muss man zwangsläufig im Hafen der dänischen Stadt Hirtshals beginnen. Denn Hirtshals ist der einzige Ort, der Island per Fähre mit dem europäischen Festland verbindet. In den Sommermonaten legt hier einmal wöchentlich die MS Norröna ab, um knapp 1500 Menschen und ihre Fahrzeuge mit auf eine über 850 Seemeilen lange Reise über den Nordatlantik zu nehmen, was einer Strecke von ungefähr 1600 Kilometern entspricht. Sie ist die einzige Möglichkeit, das eigene Motorrad nach Island zu transportieren. Ihre Route führt die Norröna 3 Tage lang erst durch den Skagerrak entlang der Südküste Norwegens und dann rüber zu den Shetlandinseln, wo sie mit der Insel Outstack den nördlichsten Punkt des Vereinigten Königreichs passiert. Ab hier merkt man während meiner Überfahrt am stärker werdenden Seegang schnell, dass man den Windschatten der englischen Inseln verlassen hat. Im Anschluss geht es dann allerdings nicht direkt weiter nach Island, stattdessen legt die Fähre nach ca. einem Tag Fahrt erst noch einen kleinen Zwischenstopp auf den Färöern ein. Wer mag, der kann auf den Färöern von Bord gehen und die Hauptstadt Tórshavn erkunden. Wenn ihr noch nie in Skandinavien wart, dann findet ihr hier eine Art Skandinavien in der Nussschale. Kleine Holzhäuschen, auch in der Innenstadt fühlt man sich immer noch nahe an der Natur und alles wirkt irgendwie entschleunigt. Findet ihr so auch alles in Norwegen oder Schweden? Hier auf den Färöern wirkt es aber alles kleiner und übersichtlicher, dafür aber nicht weniger einladend. Besonders das Regierungsviertel und das Büro des Premierministers in seinem charmanten Holzhäuschen sind einen Besuch wert. Solche Regierungsgebäude gibt es sonst nirgendwo in Europa.
Nach dem gut 6-stündigen Zwischenstopp auf den Färöern geht es dann auf die Zielgerade in Richtung Island. Während der Überfahrt kann man es sich an Bord dabei ganz im Stile einer Kreuzfahrt gemütlich machen. Dafür findet ihr hier Bars und Restaurants, eine Bibliothek oder auch Sportangebote. Ich hingegen verbringe die meiste Zeit mit einem Kaltgetränk oben auf dem Freideck, halte die Nase in den Wind und stelle mir vor, wie es wohl sein wird, mit der Fähre malerisch in den Fjord von Seyðisfjörður einzufahren und von dort in meine Reise durch Island zu starten. Aber was soll ich sagen, eine epische Ankunft bleibt uns leider verwehrt. Stattdessen das hier. Alles grau in grau. Dichter Nebel bedeckt die gesamte Ostküste Islands. Nur hier und da trauen sich einige Berggipfel aus dem Nebel heraus und lassen erahnen, dass sich hier irgendwo eine große Insel befinden müsste. Nach 3 Tagen auf See rolle ich im Hafen von Seyðisfjörður schließlich aus dem verblüffend stark nach Fisch riechenden Laderaum der Naöner und beginne mein Abenteuer Island. Und mit mir setzen sich auch die anderen Touristen mit ihren Mietwagen, Campervans oder Wohnmobilen in Bewegung, außer mir sind lediglich 5 weitere Motorradfahrer von Bord gerollt. Jetzt, Ende Mai, ist es eigentlich noch ein wenig zu früh für eine Motorradreise durch Island, in meinem Fall war die Reise aber nur zu diesem Zeitpunkt möglich. Dafür werde ich im Laufe der Reise auch einige Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, aber zu denen kommen wir später. Ich verlasse Seyðisfjörður und schraube mich vorbei am Gufufoss die erste Bergkette hinauf, die immer noch in dichtem Nebel liegt, mehr oder weniger hinein ins Ungewisse. Denn am Wegesrand taucht immer mehr Schnee auf, die Temperaturen sinken immer weiter ab und statt durch Schotter sehe ich meine Stollenreifen schon durch Neuschnee rollen. Das wäre nicht ungewöhnlich, denn im Winter fällt hier oft so viel Schnee, dass Seyðisfjörður von der Außenwelt abgeschnitten wird. Dafür, dass die Berge auf Island nicht besonders hoch sind, fungieren sie doch als mächtige Wetterscheiden. Denn oben angekommen breche ich plötzlich aus dem Nebel heraus in strahlenden Sonnenschein. Links und rechts der Straße liegt zwar noch meterhoch der Schnee und warm ist es auch nicht wirklich, aber die Straße ist frei und erstmals eröffnet sich Island in all seiner Pracht vor mir. Auf der anderen Seite des Passes oberhalb von Egilsstaðir ist von Nebel keine Spur mehr. Vor mir breitet sich die Weite des isländischen Ostens aus. Auch wenn sich der Himmel langsam wieder zuzieht, sieht es doch nicht nach schlechtem Wetter aus. Entsprechend euphorisch setze ich meine Fahrt fort. Denn auf meinen Reisen kam es bisher noch nie vor, dass ich am ersten Tag im Zielland schlechtes Wetter hatte. Eigentlich müssen solche Traditionen ja gepflegt werden, aber das mit dem Wetter auf Island ist so eine Sache. Das, was ich auf der Hochebene vor Egilsstaðir aus der Distanz noch als lockere Bewölkung gesehen habe, entwickelt sich mit jedem weiteren Kilometer, den ich mich nähere, mehr und mehr zum Unwetter. Wie mit einem Filzstift gezogen, überfahre ich mit dem Anstieg in die nächste Bergkette die Grenze zum schlechten Wetter. Obwohl die Straße nur moderat an Höhenmetern gewinnt, fällt die Temperatur in kürzester Zeit um beinahe 10 Grad, sofort frischt auch der Wind auf und natürlich fängt es an zu regnen. Aber das, was anfänglich nur Regen ist, verwandelt sich mit einem Mal zu Schneeregen, die Straße von jetzt auf gleich zur Rutschbahn. Fast wäre ich in der nächsten Kurve gestürzt und die Reise wäre eventuell an dieser Stelle schon zu Ende gewesen. Und der Blick in Richtung Horizont, der verheißt weiterhin nichts Gutes. Meine Hoffnungen, dass ich es mit der ersten Schauer durch das schlechte Wetter geschafft habe, werden daher schnell zunichte gemacht. Nur wenige trockene Kilometer weiter durch die Berge fallen die Temperaturen erneut und diesmal nähern sie sich gefährlich nahe dem Gefrierpunkt.
Aber es kommt noch besser. Innerhalb von nur einer Minute ist die Straße weiß vor Hagel, durch die niedrigen Temperaturen und den eisigen Wind bleibt er als Eisdecke liegen. Und ich stecke plötzlich mutterseelenallein im absoluten Nichts fest. Dank der wenigen Plusgrade schmilzt der Hagel zwar auch wieder weg, es kommt aber deutlich mehr von oben nach, als unten abtauen kann. Und es hört einfach nicht mehr auf. So, ich bin aus den Bergen raus und ich kann euch sagen, ich war noch nie so froh, diesen Satz sagen zu können wie jetzt. Zwischendurch hielt, als ich da oben gewartet habe, mitten im Hagelsturm sogar ein Isländer an, hat mir angeboten, dass ich mich bei ihm im Wohnmobil aufwärmen könnte, weil er so Mitleid mit mir hatte. Es ist toll, diese Gastfreundschaft zu erleben, aber ich habe es dann doch weiter versucht, weil das hätte da oben nicht aufgehört. Ich musste da raus, das heißt, ich bin dann mit Warnblinker im Schneckentempo da raus. Filmen konnte ich am Ende nicht mehr, weil mir die Halterung der GoPro gebrochen ist. Also Frost findet die nicht toll, die habe ich jetzt hier notdürftig geflickt. Und das war erst Tag 1 von 16. Puh. Island hat eine sehr beeindruckende Art, mich willkommen zu heißen. Und es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was mich unterwegs noch erwarten wird. Auch wenn dieser erste Tourtag fast direkt mein letzter gewesen wäre und der Schreck tief sitzt, überwiegen aber am Ende zum Glück die schönen Erinnerungen an meine Reise. Und die schönste Erinnerung der Reise ist definitiv die an meine 2 Tage in den Westfjorden, die ich ein paar Tage später bereist habe. Wenn es einen Ort auf Island gibt, den ich noch einmal und dann in aller Ruhe besuchen möchte, dann ist es diese Ansammlung von Halbinseln im Nordwesten der Insel. Dabei mussten sich die Westfjorde nicht mal anstrengen, damit ich sie schön finde. Denn nach mehreren Tagen Regen, Wind und Kälte, wie ich sie nach meiner Ankunft im Osten Islands erlebt habe, hätte ich selbst eine Müllkippe wunderschön gefunden, Hauptsache sie liegt im warmen Sonnenschein. Und bereits auf dem Weg an die Westfjorde wechselt das Wetter von Regen zu sommerlichen Temperaturen, strahlendem Himmel und der Vorfreude auf einen der schönsten Landesteile Islands. Und es ist heute das erste Mal, ich bin seit 5 Tagen auf Island. Es ist das erste Mal, dass ich ohne Griffheizung fahre. Die Sonne ist endlich draußen, es sind 12 Grad. Es fühlt sich so herrlich an, nicht mehr frieren zu müssen. So darf es gerne den Rest der Fahrt bleiben, Island. Wenn das so bleibt, dann werden wir zwei noch richtig, richtig dicke Freunde. Für jemanden wie mich, der das Gefühl von Weite in nahezu menschenleerer Landschaft genießt, sind die Westfjorde das perfekte Reiseziel. Denn die Ansammlung großer und kleiner Halbinseln macht zwar 14% der Landfläche Islands aus, ist mit nur knapp 7000 Einwohnern aber selbst für isländische Verhältnisse sehr dünn besiedelt. Ich komme auf meiner heutigen Etappe zwar hin und wieder an einer kleinen Siedlung vorbei, die meisten Isländer wohnen hier aber in einsamen Häusern quer über die Berge verteilt. Richtige Nachbarn hat kaum jemand. Dafür sind sie so sehr von Wasser durchzogen, dass 30% der gesamten Küstenlinie Islands auf die Westfjorde fallen. Das ist auch der Grund, warum man hier trotz der Leere nur mäßig schnell vorwärts kommt, denn genau wie in Norwegen muss man so gut wie jeden Fjord einzeln umfahren, wodurch die Strecke um ein Vielfaches länger wird. Doch nicht nur die Fjorde halten einen hier gelegentlich auf.
Meine Damen, bitte. Verlasset die Straße. Na? Alles Gute. Aber der Hauptgrund, warum man sich für die Westfjorde Zeit nehmen sollte, hängt mit diesem Schild zusammen. Denn plötzlich endet der Asphalt und man findet sich auf einer der unzähligen Schotterstraßen wieder. Sie machen meine 2 Tage hier nicht nur zu den schönsten, sondern auch zu den anstrengendsten. Erst an dieser Stelle fällt mir an diesem Tag auf, dass ich so gut wie alleine auf der Straße bin und Wohnwagen, Wohnmobile oder die sonst omnipräsenten Campervans plötzlich nirgends mehr zu sehen sind. Denn die trauen sich aus Sorge um ihr Fahrzeug nicht auf diesen Teil der Straße, aus gutem Grund. Bei schlechtem Wetter gelten Teile der Schotterstraßen der Halbinsel nämlich schlicht als unpassierbar. Und warum einige Straßen je nach Witterung unpassierbar sein können, verdeutlicht ein bestimmter Abschnitt der Straße relativ am Anfang der Schotterstraße. 15% Gefälle schicken die einen hier über Schotterstraßen schon über 2 Gebirgspässe. Und ich bin heilfroh, all mein Material dabei zu haben, denn ich hatte überlegt, mein Zelt dastehen zu lassen, wo ich letzte Nacht übernachtet habe, in der Nähe der Ringstraße. Das wären 270 Kilometer zum Westkap gewesen, das wären heute Abend aber auch wieder 270 Kilometer zurück gewesen. Ja, und da ich hier durchschnittlich mit 30, 40, maximal 50 km/h vorwärts komme, nee. Ich bin heilfroh, all mein Zeug dabei zu haben und zur Not irgendwo am Wegesrand mein Zelt aufschlagen zu können. Diese Straße ist der Hammer. 15% Steigung auf losem Schotter sehen hier auf den Aufnahmen nicht nach sonderlich viel aus, wenn man die aber mit dem Motorrad fährt und vor allem bergab fährt, dann flößt einem diese Straße mit den vielen losen Steinen darauf einen enormen Respekt ein. Und es führt mir eindrucksvoll vor Augen, warum hier einige Straßen im Winter und bei Unwettern unpassierbar sind. Diese Abgeschiedenheit in Verbindung mit der schlechten Erreichbarkeit über endlose Schotterpisten hat in den letzten 25 Jahren zu besonders starker Landflucht in der Region geführt. So ziehen sich die Straßen immer wieder die Berge rauf und runter, mal über besseren oder schlechteren Straßenbelag, aber selbst die schlechten Teilstücke machen unglaublich viel Spaß. Allerdings bezweifle ich, dass der Inhalt meiner Koffer am Ende des Tages noch ordentlich sortiert sein wird. Ich hatte die Westfjorde vor allem aus 2 Gründen auf meiner Liste. Zum einen wegen der Schotterstraßen durch größtenteils menschenleeres Gebiet, zum anderen aber wegen der Landspitze Latra Bjak mit dem darauf liegenden Kap Bjaktanga. Dieses ist der westlichste Punkt Islands und der zweitwestlichste Punkt Europas. Und wie erreicht man das Kap? Genau, über eine Schotterstraße. Und was für eine! Rechts das Meer, links die Berge, immer wieder führt die Straße abenteuerlich über Stock und Stein. Vorwärts kommt man hier nur noch im Schneckentempo, faustgroße Steine, Schlaglöcher und unübersichtliche Kurven bremsen automatisch runter. Mit dem Westkap habe ich schließlich den zweitwestlichsten Punkt Europas nach den Azoren und den westlichsten Punkt Islands erreicht. Bis Grönland sind es von hier aus nur noch gute 360 Kilometer. Und warum die ganze Tortur heute? Einzig wegen dieser Vögel. Island ist Heimat einer der weltweit größten Populationen an Papageitauchern, mehrere Millionen Tiere kommen hier jedes Jahr zum Brüten an Land. Die Steilküste des Kaps bietet dafür perfekte Bedingungen, weswegen man hier nicht nur Papageitaucher, sondern auch hunderttausende andere Vögel wie Möwen und Tordalken brüten sieht.
Auf Island befindet sich beispielsweise die größte Tordalkenpopulation der Welt. 40% aller weltweit lebenden Tiere kommen zum Nisten nach Island. Entsprechend einfach sind sie zu finden. Die Papageitaucher hingegen muss man gezielt suchen, denn den größten Teil des Tages sind sie auf dem Wasser und auf der Jagd nach Fischen. So kam es, dass ich über eine Stunde entlang der 14 Kilometer langen Steilklippen gewandert bin, ohne auch nur einen einzigen Papageitaucher zu finden. Frustrierend. Doch auf dem Rückweg bin ich dann endlich nicht nur über einen, sondern nach und nach über eine ganze Reihe der Vögel gestolpert. Doch damit war meine Zeit in den Westfjorden noch nicht zu Ende. Auf dem Weg ans Westkap lädt dieses Wrack am Wegesrand den müden Reisenden zum kurzen Verweilen ein. Die Garda trieb hier 1981 an Land und empfängt seitdem Touristen kurz bevor sie auf die finale Schotterstraße in Richtung Westkap wechseln. Die Geschichte der Garda ist durchaus aufregend, denn sie ist das älteste Stahlschiff Islands und wurde früher für den Walfang eingesetzt. 1912 wurde sie als Hybridschiff in Norwegen gebaut, hatte sowohl einen Dampfantrieb als auch Segel und konnte als Eisbrecher sogar dem isländischen Winter trotzen. Das Westkap ist von der Hauptinsel aus in knappen 4 Stunden erreichbar, innerhalb eines Tages kann man es also durchaus bis ans Westkap und wieder zurück auf die Hauptinsel schaffen. Mein Tipp lautet aber ganz klar, mindestens 2 Tage Zeit für diese Region Islands einzuplanen und die Strecke in vollen Zügen zu genießen. Und genau das mache ich jetzt. Denn durch die sehr geringe Bevölkerungsdichte der Westfjorde finde ich einen einsamen Fjord, an dem ich mein Zelt für die Nacht aufschlage. Und dieser eine Moment, als ich am nächsten Morgen mein Zelt öffne und in die strahlende Morgensonne blicke, ist eine der schönsten Erinnerungen, die ich von meiner Reise durch Island mit nach Hause genommen habe. Die Papageitaucher der Westfjorde sind aber nicht die einzigen Tiere, die mir auf meiner Motorradreise durch Island über den Weg gelaufen sind. Im Südosten der Insel kam ich beispielsweise an diesem Schild vorbei und wollte meinen Augen erst nicht trauen. Rentiere auf Island? Euer Ernst? Und tatsächlich kann man nicht nur in Skandinavien, sondern auch auf Island eine sehr kleine und scheue Population an Rentieren finden. 3000 Stück sind vor allem im Süden und Südosten der Insel zu finden, wo man sie mit etwas Glück in der Nähe der Straßen und Siedlungen antrifft. Sie kamen hier ursprünglich nicht natürlich vor, sondern wurden im 18. Jahrhundert ausgewildert. Im Gegensatz zu ihren skandinavischen Verwandten bleiben die isländischen Rentiere lieber unter sich. Während sie in Norwegen so sehr an Menschen gewöhnt sind, dass sie sich wie hier in der Nähe des Nordkaps in keiner Weise stören lassen, muss auf Island das Teleobjektiv die letzten 150 Meter Entfernung überbrücken. Daher findet man sie auch nicht wie in Skandinavien direkt am Straßenrand, sondern immer nur etwas weiter rechts und links in der Landschaft verstreut. Aber egal welches Tier man auf Island sucht, keines davon kommt mit einer Sichtgarantie. Bis auf eines. Denn in Húsavík, einer kleinen Hafenstadt im Norden der Insel, hat man eine Garantie darauf, Wale vor die Linse zu bekommen. Die meisten Besucher setzen sich dafür in eines der vielen Whale-Watching-Boote und fahren raus in die oft sehr unruhige See vor der Küste, nur um 2 Stunden später nass, schwer seekrank und ohne einen einzigen Wal gesehen zu haben, wieder zurück an Land zu kommen. Das spare ich mir, ich bin von Regen und Wind mal wieder komplett durch und besuche stattdessen das lokale Walmuseum und damit den einzigen Ort Islands, an dem man garantiert Wale zu Gesicht bekommt. Oder zumindest das, was von ihnen noch übrig ist, denn keiner der Wale ist noch am Leben. Die hier gezeigten Tiere sind allesamt Arten, wie man sie auch vor der Küste antreffen könnte. Unter anderem Zwergwale, Schweinswale, Orcas oder sogar Blauwale. Im Gegensatz zur Walsafari werden hier nicht nur die Tiere und ihre Verhaltensweisen beschrieben, sondern auch die Geschichte eines jeden der ausgestellten Tiere erzählt.
Denn keines der Tiere wurde extra für die Ausstellung getötet, sondern jedes von ihnen verendete entweder als Beifang der Fischerei oder strandete an Islands Küsten. Entsprechend viel weiß man auch über den Werdegang der Wale vom Meer bis zur Ausstellung. Aber nicht nur Wale, sondern auch einen anderen Meeressäuger kann man an Islands Küsten antreffen. Denn an mehreren Orten hat man gute Chancen, Robben und Seehunde vor die Linse zu bekommen. Dafür bin ich im Süden der Insel unterwegs, habe den Regen in Húsavík gegen Sonnenschein eingetauscht und besuche meinen im Nachgang ganz persönlichen Lieblingsort auf Island, den Jökulsárlón. Denn die Eisberge des Jökulsárlón, der mit 248 Metern tiefste See Islands, sind für Robben und Menschen gleichermaßen ein großer Abenteuerspielplatz. Der Gletschersee ist über einen nur 500 Meter langen Fluss direkt mit dem Meer verbunden und wenn man die Touristen etwas hinter sich lässt, erreicht man einen windgeschützten Bereich, den auch die Robben sehr zu schätzen wissen. Denn dieser Teil des Sees ist ihre Spielwiese. Was für Menschen ein tödliches Medium wäre, wir würden im nur 3 Grad warmen Wasser innerhalb von wenigen Minuten erfrieren, ist für Robben Lebensraum und unbeschwerte Planscherei. Die Touristen nebenan vertreiben sich die Zeit derweil mit allerhand Aktivitäten an und auf dem Wasser. Einige brausen munter mit einem Schlauchboot oder mit Kajaks über den See, besonders beliebt sind aber die ungefähr 40-minütigen Rundfahrten mit Amphibienbooten. Diese Ungetüme bringen Touristen trockenen Fußes mitten rein in das Getümmel der Eisberge, die hier bis zu 15 Meter hoch aus dem Wasser ragen. Irgendwann sind die Eisberge dann so weit abgeschmolzen, um ihren Weg in Richtung Atlantik anzutreten. Dafür passieren sie diese 108 Meter lange Hängebrücke über den Abfluss, ehe sie den Diamantstrand erreichen. Der verdankt seinen Namen den unzähligen Mini-Eisbergen, die hier angespült werden und dann wie Diamanten in der Sonne schimmern, während andere von hier aus ihren Weg in Richtung Horizont antreten. Der Jökulsárlón ist einer dieser Orte, die man zum ersten Mal besucht und danach eigentlich nicht mehr verlassen möchte. Der für mich persönlich schönste Ort auf Island lädt besonders in den Abendstunden zum Verweilen ein, wenn das Licht langsam schwächer wird und die Eisberge im eiskalten Wind ihren Tanz mit Vögeln und Robben beginnen. Aber woher stammen die Eisberge des Jökulsárlón eigentlich? Sie alle waren einst Teil von einem der rund 30 Auslassgletscher des Vatnajökull, des größten Gletschers Europas, der stolze 8% der Landfläche Islands bedeckt und alles in den Schatten stellt, was ich davor an Gletschern gesehen habe. Der Vatnajökull besteht aus einer Bergreihe, dem dazwischenliegenden Tal und einer darauf liegenden Eiskappe, die sich in mehreren Gletschern ins Flachland erstreckt.
Die Eiskappe ist im Schnitt 400 und an ihrer dicksten Stelle bis zu 900 Meter dick. Sie zieht sich über eine Länge von ca. 100 mal 150 Kilometern. Ein wahrer Gigant aus Eis und Schnee. Und das ist für die Menschen hier auch nicht ganz ungefährlich. Denn unter dem Eis des Vatnajökull befinden sich aktive Vulkane, deren Ausbrüche zu plötzlicher, enormer Eisschmelze führen können. Diese große Kiesfläche rechts und links neben der Straße ist ein sogenannter Sander, also im Grunde nur ein einziges, gigantisches Flussbett. Hier rauschen bei Vulkanausbrüchen Flutwellen mit bis zu 45.000 Litern Wasser pro Sekunde durch, inklusive bis zu 10 Meter großen Eisblöcken darin. Das war zuletzt 1996 der Fall, als die durch einen Vulkanausbruch ausgelöste Flut Teile der hier verlaufenden Ringstraße zerstörte. Auch deswegen verläuft die Straße an dieser Stelle immer wieder über Brücken. Und doch ist der Vatnajökull trotz seiner Masse relativ einfach auf eigene Faust zu entdecken, denn fast jeder Auslassgletscher kann einzeln besucht werden. Der Svinafellsjökull beispielsweise windet sich vom Hannadalshnúkur herunter, dem mit 2110 Metern höchsten Gipfel auf Island, und lässt sich bequem über eine Schotterstraße erreichen. Einige der Gletscher kann man auch im Rahmen einer geführten Tour erwandern. Was man hier für sein Geld bekommt, ist stark vom jeweiligen Anbieter abhängig. Während die eine Gruppe nur am Fuße des Gletschers spazieren geht, wandern andere hinauf oder erklimmen das Eis mit Seilen in der Vertikalen. Mit den Steigeisen läuft es sich auf dem Eis fast wie auf Asphalt, man muss nur darauf achten, etwas fester aufzutreten, damit die Dornen sich ins Eis bohren können. Das Schmelzwasser des Gletschers fließt über Spalten im Eis meist unterirdisch den ganzen Weg bis runter in den Gletschersee, nur hier und da fließt ein kleiner Bach offen über das Eis. Wer mag, der kann einen Schluck dieses unter Umständen jahrhundertealten Wassers probieren. Einfach den Eispickel quer über den Bach, ein Liegestütz und Prost! Aber am Ende zieht es mich immer wieder an die Orte zurück, an denen der lange Weg des Eises endet. Die Gletscherseen. Der Jökulsálon, der wegen seiner schieren Größe schwer zu erfassen ist dabei nur einer von vielen Seen dieser Art, die besucht werden können. Der Fjallsálon beispielsweise ist um einiges kleiner als sein Nachbar, dadurch aber sowohl vom Boden als auch aus der Luft einfacher zu erkunden. Und da der Abfluss des Sees zu schmal für sie ist, wandern die Eisberge hier nicht weiter ins Meer, sondern treiben ihre restliche Lebenszeit im Wind umeinander herum. Die gesamte Südküste Islands, besonders aber die Region des Vatnajökull, ist bei Motorradfahrern wegen ihres oft schlechten Wetters und der starken Fallwinde von den Bergen gefürchtet. Es kann vorkommen, dass die Ringstraße an dieser Stelle für Motorräder tagelang unpassierbar und selbst mit Pkw wegen starker Seitenwinde nur schwer befahrbar ist. Bei mir war es genau andersrum. Das Wetter im Süden war während meiner Reise sonnig, trocken und nicht zu windig, während ich im Osten und Nordosten Islands gegen Regen, Wind und Kälte ankämpfen musste. Hier kam ich nach meinem Erlebnis mit der Hagelschauer am ersten Tag der Reise auch die Tage danach immer wieder vom Regen in die Traufe.
Zunächst wirkte es so, als hätte sich das Wetter wieder beruhigt, als ich mich in den tiefen Osten der Insel aufmachte, um einen der bekanntesten Orte Islands zu besuchen, den Dettifoss. Als sogar kurzzeitig die Sonne rauskam, war ich sehr dankbar dafür, denn über 100 Kilometer fahre ich hier ausschließlich durch das sprichwörtliche Nichts. Nicht ein Baum, nicht ein Strauch, nur karge Hügel, erkaltete Lavaströme und Leere, soweit das Auge reicht. Ohne jeden Windschutz kann es hier bei schlechtem Wetter sehr schnell sehr ungemütlich werden. Abgesehen vom Knacken meines Auspuffs, so hört sich absolute Stille an. Etwas, was man aus Deutschland nicht mehr kennt. Was für eine Landschaft, hey, hier fährt man wirklich Kilometer um Kilometer durchs sprichwörtliche Nichts. Und kaum habe ich das gesagt, kommt da hinten ein Vögelchen angeflogen. Ey, eine Steinwüste, die ihresgleichen sucht, hin und wieder wächst mal ein Gras, aber das war's, mehr ist hier nicht. Absolut lebensfeindlich. Ich habe mich unterwegs eben mal gefragt, was haben wohl die ersten Siedler vor über 1000 Jahren gedacht, die hier an Land gegangen sind und sich dachten, wow, Mensch, hier baue ich mir ein Zuhause auf, ist das schön hier. Waren die betrunken? Hatten die was geraucht? Waren die auf der Flucht vor dem Gesetz in ihrer ursprünglichen Heimat? Oder was war da los? Ich kann es nicht nachvollziehen. Als Urlauber ist das hier wirklich schön, aber hier leben? Nee, gestern, als ich das Problem mit dem Hagel und dem Schnee hatte, habe ich mir gedacht, nee, wenn Norden, ich bleibe in Schweden. Schweden ist berechenbarer. Aber man kann sich sicher sein, dass man an den großen Sehenswürdigkeiten Islands niemals ganz alleine ist. Und so erwartet mich Volksfeststimmung, als ich am Dettifoss ankomme. Bis zum Wasserfall sind es allerdings noch ein paar hundert Meter und die werden in der Sonne plötzlich ganz schön schweißtreibend. Das ist natürlich etwas, da habe ich als Motorradfahrer richtig gelitten. Ich habe jetzt hinten meinen Laptop auf dem Rücken. Ich habe meine Kameratasche auf der einen Seite und meine Drohnentasche auf der anderen Seite. Komplette Kombi. Oh Mann, die anderen sind im Auto oder Wohnmobil hier. Ich muss den Scheiß mitschleppen, weil ich ihn nirgendwo lassen kann. Der Fluss stürzt hier am Dettifoss auf einer Breite von 100 Metern über 44 Meter in die Tiefe. Im Durchschnitt fließen hier 193 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch, womit der Dettifoss einer der größten Wasserfälle Europas ist. Gemessen an der reinen Fallhöhe ist er im Vergleich zu seinen isländischen Nachbarn aber noch relativ klein. Wer bereit ist, entsprechende Strapazen auf sich zu nehmen, kann noch deutlich höhere Wasserfälle besuchen. Und dass ich auf dem kurzen Stück bis hier so ins Schwitzen kam, ist kein Problem, denn die aufsteigende Gischt bietet eine willkommene Erfrischung. Der Dettifoss ist aber nur einer von gleich 3 großen Wasserfällen, über die der Fluss hier in kurzem Abstand zueinander nach unten fällt. Ein weiterer ist der Selfoss, etwa 1 Kilometer weiter flussaufwärts. Dem Fluss, der auch den Dettifoss speist, folge ich weiter in Richtung Küste, entlang seines noch vollkommen natürlich verlaufenden Flussbettes und entlang beeindruckender Schluchten, die das Wasser hier im Laufe der Jahrhunderte in den Fels gewaschen hat. Der Jökulsö Fjöllum, auf Deutsch der Gletscherfluss auf den Bergen, ist der zweitlängste Fluss Islands und entspringt am Vatnajökull. Seine Fluten haben über die Jahrhunderte tiefe Schluchten in den Fels gefressen, die Straße hinunter weist stolze 17% Gefälle auf. Kurz vor seiner Mündung ins Meer passiert der Fluss dann die hufeisenförmige Schlucht Asbyrgi. Bäume sind auf Island nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, daher genieße ich es sehr, hier durch einen gerade frisch austreibenden Birkenwald zu fahren. Möglich ist der Wald in dieser rauen Umgebung nur, weil die fast senkrecht aufragenden Felswände idealen Windschutz bieten. Für die merkwürdige Form der Schlucht gibt es natürlich eine geologische Erklärung, die mythologische Erklärung ist aber weitaus spannender. Die Hufeisenform wird dadurch erklärt, dass Sleipnir, das achtbeinige Pferd des Göttervaters Odin, hier seine Hufe in die Erde gedrückt haben soll. Daher trägt die Schlucht auch den Beinamen Odins Fußabdruck.
Ab hier hat mich das typische Islandwetter allerdings wieder eingeholt. Es regnet in Strömen. Die Schlechtwetterpassagen der Reise sind mir deswegen besonders in Erinnerung geblieben, weil ich die Nächte hauptsächlich im Zelt verbracht habe. Mein Lager für die 2 Tage im Osten der Insel hatte ich am Ufer des Mývatn aufgeschlagen, dem 4. See Islands. Und was habe ich in dieser Zeit vom See gesehen? Absolut nichts, denn er wurde immer von tief hängenden Wolken, Nebel und Regen verdeckt. Das Positive an der Sache: Mývatn bedeutet übersetzt der Mückensee, und bei gutem Wetter wäre ich hier wohl von Milliarden Mücken aufgefressen worden. Denn wenn es auf Island regnet, dann ist es auch in den meisten Fällen gleichzeitig sehr windig. Man kann sich meine Laune wohl gut vorstellen, als ich schließlich nicht mehr auf besseres Wetter warten möchte, sondern mein Zelt abbaue und mich wieder auf den Weg mache. Der Mývatn, der Dettifoss und die Asbyrgi-Schlucht sind alle Teil einer Panorama-Rundfahrt, die als Diamond Circle bekannt ist. Auch Húsavík, wo ich das Walmuseum besucht habe, liegt auf dieser Runde. Und bevor ich den Diamond Circle verlasse, besuche ich noch einen weiteren Wasserfall, der der Sage nach eine besondere Rolle in der Geschichte Islands gespielt hat. Denn der Godafoss, auf Deutsch der Götterwasserfall, trägt nicht ohne Grund diesen Namen. Er entstand dadurch, dass der Goda, also derjenige, der auf Island früher die Regierungsgewalt innehatte, um das Jahr 1000 die letzten heidnischen Götterbilder in den Fluss geworfen haben soll, um damit die Konvertierung der isländischen Bevölkerung zum Christentum abzuschließen. Aber es gibt noch eine andere Rundfahrt auf Island, die noch wesentlich bekannter ist als der Diamond Circle, die wohl jeder Tourist besucht und an der ich ebenfalls mieses Wetter erlebt habe: den Golden Circle. Und wegen seiner Bekanntheit ist man am Golden Circle leider nicht so unter sich wie am Diamond Circle, im Gegenteil, hier ist man einer unter Tausenden, was für ein dünn besiedeltes Land wie Island eher ungewöhnlich ist. Der ideale Einstiegspunkt in den Golden Circle ist der Thingvellir Nationalpark. Er ist neben seiner landschaftlichen Schönheit ebenfalls von großer Bedeutung für die Geschichte Islands. Seit 930 besteht auf Island mit dem Althing das zweitälteste durchgehende Parlament der Welt, welches bis 1798 jährlich hier zusammenkam, um Recht zu sprechen und Gesetze zu beschließen. 1944 wurde an diesem Ort die Republik Island ausgerufen und noch heute befindet sich hier der Sommersitz des Premierministers. Während die Christianisierung Islands um das Jahr 1000 am Godafoss abgeschlossen wurde, wurde sie hier im Althing überhaupt erst beschlossen. Aber auch tektonisch hat das Tal eine große Bedeutung. An dieser Stelle treffen sich die eurasische und die nordamerikanische Platte, weswegen man hier zwischen diesen hin und her wechseln kann. Die Risse im Felsen sind allgegenwärtig. Aber nicht nur das, man kann zwischen den Kontinenten sogar tauchen gehen. Durch den Drift der Platten, der in den letzten 10.000 Jahren immerhin 70 Meter betrug, ist die Silfra-Spalte entstanden, die Tauchern sicher ein Begriff ist. Durch ihr glasklares Wasser eignet sie sich hervorragend zum Tauchen oder Schnorcheln, eine Gruppe nach der nächsten steigt hier ins Wasser. Der Golden Circle verbindet einige der bekanntesten Orte Islands und den nächsten kann man nach kurzer Fahrt schon von weitem gut an seiner hochaufsteigenden Gischtwolke erkennen. Die Gischt ist es auch, was dem Gullfoss seinen Namen gibt, der goldene Wasserfall. Denn die Gischt soll bei schönem Wetter golden in der Sonne schimmern und an bewölkten Tagen wie heute entspricht sie immerhin noch der Stärke eines guten Landregens. Der Wasserfall fällt in 2 Stufen insgesamt 32 Meter tief, was für isländische Verhältnisse nicht sonderlich viel ist. Der Gullfoss punktet aber vor allem mit seinem Volumen, denn hier fließen im Schnitt 140.000 Liter Wasser durch, pro Sekunde. Aber der Golden Circle ist noch für ein anderes und auf der Welt sehr seltenes Naturwunder bekannt und wer vom Thingvellir Nationalpark zum Gullfoss fährt, kommt auf dem Weg bereits daran vorbei. Die Rede ist vom Haukadalur, einem Hochtemperaturgebiet und aktiven Vulkangebiet, in dem allerhand heiße Quellen an die Oberfläche sprudeln, die durch verschiedenen Mineraleintrag auch verschiedene Farben haben können.
Die Thermalquelle Blesi zum Beispiel besticht durch ihre tiefblaue Färbung, die dadurch zustande kommt, dass die Mineralien im Wasser besonders das blaue Licht reflektieren. Das Gebiet ist aber vor allem für seine aktiven Geysire bekannt, nämlich den Strokkur und den Namensgeber aller Geysire der Welt, der Große Geysir. Der Große Geysir ist zwar offiziell noch aktiv, bricht aber nur noch selten aus. Früher erreichten seine Ausbrüche bis zu 122 Meter. Die seltenen Male, die er heute noch zum Leben erwacht, erreichen leider nur noch um die 10 Meter Höhe. Wenn man daher Aufnahmen von Geysir-Eruptionen auf Island sieht, sind es in den meisten Fällen Bilder des direkten Nachbarn des großen Geysirs, des Strokkurs. Seine Fontänen reichen zwar nur bis zu 35 Meter hoch, dafür bricht er zuverlässig alle 8 bis 10 Minuten aus. Da man den Golden Circle mit diesen 3 Orten schnell innerhalb eines Tages abarbeiten kann, bietet es sich an, den Kreis um weitere Punkte zu erweitern. Der Vulkankrater Sherid beispielsweise liegt in direkter Wurfweite des Haukadalur, wird aber von den meisten Reisenden eher unbeachtet gelassen. Und obwohl man es auf den ersten Blick vermuten könnte, ist der Sherid kein Explosionskrater. Stattdessen ist der Boden während einer aktiven Vulkanphase vermutlich in eine Magmakammer abgesackt, die sich danach mit Grundwasser füllte. Denn der 7 bis 14 Meter tiefe Kratersee ist auch heute noch ein Grundwassersee, er hat weder Zu- noch Abflüsse. Deswegen schwankt der Wasserpegel je nach Regenmenge und Höhe des Grundwasserspiegels. Darüber hinaus bietet sich der Golden Circle auch als Startpunkt für eine Fahrt in das Hochland in der Mitte Islands an, welches man nur über die berühmten F-Straßen, also Offroad, erreichen kann. Die Navigation dorthin ist nicht immer ganz leicht, denn die Orte sind oft nicht im Navi zu finden, während die Wegweiser auf Island schon mal auf einem ganz anderen Level verwirrend sein können. Auf dem Weg in Richtung Landmannalauga im westlichen Hochland der Insel wird das Wetter aber immer schlechter. Hier oben ist man schutzlos dem Landregen, dem immer stärker auffrischenden Wind und den sich verschlechternden Straßenverhältnissen ausgesetzt. Es kommt alles zusammen, was eine Motorradreise unangenehm macht. Zu den schlechter werdenden Straßenverhältnissen gehören nicht nur granattrichtergroße Schlaglöcher, sondern auch diese Brücke über einen reißenden Schmelzwasserfluss, deren Holzoberfläche glatt wie Eis ist. Aber auch die hier beginnende F-Straße macht eine Weiterfahrt fast unmöglich, denn ich bin zu diesem Zeitpunkt nicht alleine unterwegs, sondern habe zusätzlich noch meine Partnerin als Sozia an Bord. Die vollbeladene GS stößt auf der nur aus losem Kies und Felsen bestehenden Fahrbahn an ihre Grenzen, eine Weiterfahrt ist so gut wie unmöglich. Gestrandet mitten im sprichwörtlichen Nichts brechen wir ab und nehmen einen anderen Weg. Denn uns hat unterwegs die Info erreicht, dass die Straße in die bunten Berge nach einem schneereichen Winter noch immer unpassierbar sein soll. Jetzt rächt es sich, dass ich so früh im Sommer unterwegs bin, denn viele F-Straßen durch das Hochland sind nach dem Winter noch immer geschlossen. Schon mein isländischer Kabinennachbar auf der Fähre hatte mich darauf hingewiesen, dass ich wahrscheinlich nicht in den Genuss der Hochlandstraßen kommen werde und nannte mir eine Website, auf der man den Status der einzelnen Straßen nachschauen kann, da sie nicht alle gleichzeitig, sondern abhängig vom jeweiligen Zustand freigegeben werden. Auf der Internetseite road.is sind die jeweiligen Hochlandstraßen abgebildet, leider erfährt man aber nur, ob eine Straße bereits geöffnet ist, aber nicht, wann sie geöffnet werden soll. Da können selbst die Behörden nur Vermutungen anstellen. Von der Eröffnung der F26 in Richtung Landmannalauga sind wir jedenfalls noch einen guten Monat entfernt. Wir fahren die F26 jetzt trotzdem, allerdings raus aus dem Hochland und zurück zur Ringstraße. Mehr oder weniger. Denn die F26 ist heute einfach nur grauenhaft zu fahren, man hat die Wahl zwischen Not und Elend. Schlammige Piste am Rand oder so tiefe Schlaglöcher in der Mitte, dass man Sorge um sein Fahrwerk haben muss. Mit 2 Leuten auf dem Bock kein Vergnügen. Wenn die F26 hier schon so aussieht, glaube ich gerne, dass die Straße weiter oben in den Bergen noch schlechter und für uns wirklich unpassierbar ist. Zwar war meine Stimmung am Golden Circle durch das Wetter bereits etwas gedrückt, an dieser Stelle erlebe ich jedoch meinen persönlichen Tiefpunkt der gesamten Reise. Episoden wie diese sind der Schatten, der während einer Reise auf Island immer in Sichtweite bleibt, denn man weiß nie, wie sich die Wolken am Horizont entwickeln werden. Doch wo Schatten ist, da muss auch immer Licht sein. Und wie schnell Island sich von absolut menschenfeindlich zu wirklich paradiesisch wandeln kann, habe ich auf dem Weg vom Osten in den Nordwesten der Insel erlebt.
Denn unterwegs wechsle ich innerhalb eines Tages von einem Extrem ins andere. Morgens starte ich am Mývatn noch in Regen, Wind und Kälte, passiere mittags mit den nördlichen Highlands aber die Grenze zum guten Wetter. Als ich nachmittags auf die Halbinsel Vatnsnes abbiege und das erste Mal Schotter unter die Stollen bekomme, erwartet mich endlich der lang herbeigesehnte Sonnenschein. Es gibt nur wenige andere Länder, die ähnlich drastische Wetterumschwünge erleben wie Island. Es ist nicht unüblich, hier an einem Tag 3 verschiedene Jahreszeiten zu erleben. Und obwohl es die vorherige Planung über den Haufen wirft, ist es daher leider hin und wieder nötig, seine Reiseplanung kurzfristig am Wetterbericht auszurichten. Dazu empfiehlt sich die Installation der Vedur-App, die in Echtzeit auf die mehreren hundert Wetterstationen im Land zugreift. Die Vedur-App ist die offizielle Wetter-App des isländischen Wetterdienstes und obwohl auch sie nur für die nächsten 12 Stunden wirklich präzise ist, gibt es keine zuverlässigere Wettervorhersage als diese. Trotzdem bleibt eine Reise auf Island ein stetiger Wechsel zwischen traumhaftem Sommerwetter auf der einen und einer Fahrt durch klassisches Herbstwetter auf der anderen Seite. Umso wichtiger ist es, die Tage mit schönem Wetter in vollen Zügen zu genießen und das geht am besten, indem man sich einfach treiben lässt und so oft wie möglich die Nase in die Sonne hält. Das gute Wetter zog sich ab Vatnsnes wie ein roter Faden durch die nächsten Tage, die ich erst in den Westfjorden und dann auf einer anderen Halbinsel verbracht habe, die ebenfalls eine eigene Reise wert wäre. Denn Snæfellsnes, eine langgezogene Halbinsel ganz im Westen Islands, wird nicht ohne Grund als Miniatur-Island bezeichnet. Hier kann man innerhalb eines Tages sämtliche Landschaftsformen und Klimazonen Islands erleben, ohne dass man aktiv nach ihnen suchen muss. Und wer wie ich von Norden aus nach Snæfellsnes fährt, wird mit der typischen trockenen isländischen Steppe begrüßt, die ich bereits von Vatnsnes und den Westfjorden kenne. Über eine endlose Schotterstraße arbeite ich mich fast 100 Kilometer durch karge Weiden weiter auf die Halbinsel vor, die hier immer wieder von Felsen und sanften Hügeln durchzogen ist. Am Ende der Schotterstraße ändern sich Landschaft und Klima innerhalb kürzester Zeit und damit meine ich wirklich nur die Distanz einer einzigen Kurve. Ich habe etwas Abstand zum Meer gewonnen, was sich direkt darin bemerkbar macht, dass die Luft kaum noch einen kühlenden Einfluss auf die Hitze hat. Hier, im Lavafeld des Berserkjaraun, heizt die Sonne den Boden unbarmherzig auf und erzeugt ein Klima wie im Backofen. Die Hitze kommt gleichzeitig von oben und von unten. Egal wo man hinsieht, die Luft flimmert. Das Lavafeld Berserkjaraun verdankt seinen Namen 2 schwedischen Berserkern, die hier der isländischen Sage nach begraben wurden. Die Berserker hatten im Mittelalter die Aufgabe, eine Straße durch das Lavafeld anzulegen, und einer der beiden sollte als Dank von seinem Herrn dessen Tochter zur Heirat erhalten. Anstatt ihres Lohns erhielten die beiden nach getaner Arbeit vermutlich aber das böse Ende eines Schwertes und wurden nie wieder gesehen. An einem Tag wie heute will ich gar nicht daran denken, hier körperlich arbeiten zu müssen. Die Hitze an sich ist die eine Sache, aber mittlerweile ist auch jeder Zentimeter meiner Maschine und meiner Kombi von einer dicken Staubschicht bedeckt.
Doch nur ein paar Kilometer weiter wandelt sich die Landschaft plötzlich erneut. Felder und Hügel werden mit einem Mal saftig grün und auch das Klima wird deutlich angenehmer. Kühle und feuchte Luft strömt von Meer ins Land, als ich mich der Westspitze von Snæfellsnes nähere. Und wieder ändert sich das Klima, denn mit großer Geschwindigkeit zieht jetzt Nebel vom Meer auf. Innerhalb weniger Minuten ist die gesamte Küste in dicker Suppe verschwunden. Vom Boden aus habe ich daher keine Chance, den Namensgeber der Halbinsel zu sehen. Denn der Name Snæfellsnes bedeutet übersetzt Schneeberghalbinsel, hier müsste also irgendwo der namensgebende Schneeberg zu sehen sein. Aus der Luft ist er zum Glück einfach zu finden. Das ist der Vulkan Snæfellsjökull, übersetzt der Schneeberggletscher, der sowohl die Landschaft als auch das Klima der Halbinsel bestimmt. Denn nur ein paar Kilometer weiter um den Snæfellsjökull herum ist die Nebelwand bereits wieder vergangen. Und mit ihm nimmt schlagartig auch die sattgrüne Färbung der Landschaft ab und wandelt sich mehr und mehr zurück zur Steinwüste aus erkalteter Lava. Der 1446 Meter hohe Snæfellsjökull ruht seit seinem letzten Ausbruch vor rund 1800 Jahren unter seinem Mantel aus Eis, dafür ranken sich einige Mythen und Sagen um ihn und seinen Gipfel. Erst im Jahr 1753 wurde er erstmals bestiegen, denn man ging früher davon aus, dass sein Gipfel so hoch oben liegt, dass man ihn nicht erreichen könne, ohne in der dünnen Luft zu ersticken. Bekannt ist er aber auch dank Jules Verne. In dessen Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde ist der Krater des Snæfellsjökull der Einstieg zur Unterwelt. Der Gipfel des Snæfellsjökull kann im Rahmen von geführten Touren erwandert werden, das ist für mich in Motorradkombi aber keine Option. Stattdessen erklimme ich einen anderen, kleineren Vulkankrater, den in direkter Sichtweite des Snæfellsjökull gelegenen Saxhol-Krater. Der 100 Meter hohe Krater ist über eine Treppe erschlossen, wer allerdings wie ich auf langen Beinen unterwegs ist, der wird sich hier fragen, für welche winzige Schrittlänge diese Treppenstufen geplant wurden. Ich habe gerade mal nachgezählt, 385 Stufen waren das. Bei jedem Schritt durch die Brocken aus erkalteter Lava hat man den Eindruck, man würde durch Glas laufen. Es knirscht und knarzt unter den Stiefeln und bei den scharfkantigen Steinen wundert es mich mittlerweile nicht mehr, dass meine Stiefel unterwegs undicht geworden sind und ich am Mühwatten kurze Zeit nasse Füße hatte. Das Leder sieht inzwischen aus, als hätte ich es mit Schleifpapier poliert. Der in meinen Augen schönste Ort auf Snæfellsnes liegt ebenfalls im direkten Schatten des Snæfellsjökull und ist ebenfalls auf die Vulkane der Halbinsel zurückzuführen, durch die nicht nur karge Landschaften, Felsen und Krater entstanden sind, sondern die auch einen weitläufigen schwarzen Strand geformt haben. Und ich spreche an dieser Stelle ganz bewusst nicht von einem schwarzen Sandstrand, denn der Djupalonsandur besteht statt Sand aus kleinen, glatt geschliffenen Kieselsteinen. Diese werden auch die Perlen des Djupalon genannt. Heute ist die Bucht unbewohnt, früher war sie allerdings ein wichtiger Fischereistützpunkt. Und Spuren davon findet man immer noch. Die rostigen Metallteile, die hier überall am Strand liegen, stammen übrigens von einem Schiffswrack, das hier 1948 auf Grund gelaufen ist. Mitnehmen sollte man die Wrackteile aber nicht, denn sie sind zum einen viel zu schwer, um sie mal eben schnell mitzunehmen, zum anderen stehen sie gemeinsam mit dem gesamten restlichen Strand unter strengem Schutz. Damit habe ich den Snæfellsjökull einmal umrundet und mache mich auf den Weg zurück zur Hauptinsel. Und wie könnte es anders sein? Während der Schneeberggletscher im Rückspiegel immer kleiner wird, gewinnt die Vegetation am Wegesrand mehr und mehr ihrer Farbsättigung zurück. Auf Snæfellsnes haben die Reiseführer wirklich gehalten, was versprochen wurde. So schnelle Wechsel in Landschaft, Wetter und Klima habe ich sonst nirgendwo auf Island erlebt.
Snæfellsnes ist aber bei weitem nicht die einzige Region, die erst durch die vulkanische Aktivität der Insel zu dem wurde, was sie heute ist. Und nicht alle Vulkane schlummern so ruhig wie der Snæfellsjökull, an anderen dampft und zischt es permanent aus dem Boden. Für einen dieser Orte bin ich zurück im Osten der Insel, am Vulkansystem des Krafla. Direkt an der Ringstraße gelegen, kann man hier schon von weitem die Dampfwolken erkennen. Ein Ort, an dem Pech und Schwefel 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr aus dem Boden dringen und der so voller Schwefel ist, dass die Isländer ihn hier früher für die Produktion von Schwarzpulver sogar industriell abgebaut haben. Das ist der Haverir, auf isländisch Verisch ausgesprochen, eines der bekanntesten Hochtemperaturgebiete Islands. Wer schon mal in Aachen den Elisenbrunnen besucht hat, der kann sich in etwa vorstellen, wie es hier gerade riecht. Wobei ich sagen muss, dass es hier auf der einen Seite nicht ganz so schlimm wie am Elisenbrunnen riecht, dafür wird mir hier aber eher schlecht davon. Der Boden ist stellenweise bis zu 100 Grad heiß, die vulkanische Aktivität des Krafla wird hier am deutlichsten. Der Dampf besteht hauptsächlich aus Wasserdampf, der zwischen 200 und 800 Grad Celsius heiß sein kann. Der Gestank hingegen stammt vom im Dampf gelösten Schwefelwasserstoff, für einen kurzen Besuch ungefährlich, längerfristig können höhere Lebewesen und Pflanzen an diesem Ort aber nicht überleben. Schnell ein paar Aufnahmen machen, lange halte ich es hier nicht aus, das ist wirklich Tod und Verderben, was hier aus der Erde kommt. Ich muss schon immer wieder feucht aufstoßen, ich habe Sorge, dass da gleich was mit hochkommt. Der Dampf tritt aus den zahlreichen Fumarolen und Solfataren aus, also Stellen wie diesen. Das Gas zersetzt mit der Zeit das Gestein, wodurch sich die trichterförmigen Öffnungen bilden. Der Schwefel lagert sich auf dem Boden der näheren Umgebung ab und führt zur Verfärbung des Bodens, der dadurch im Regen auch ordentlich rutschig wird. An anderen Stellen brodeln heiße Schlammtöpfe vor sich hin, von einer Gesichtsmaske würde ich angesichts der hohen Temperaturen allerdings abraten. Also ich wage zu behaupten, ich habe keinen schwachen Magen, aber hier wird selbst mir ein bisschen schlecht. Nachdem ich mich wieder auf den Hobel geschwungen habe, dauert es ein paar Minuten, ehe der leichte Schwindel wieder verschwunden ist und ich den Geruch des Verisch nicht mehr in der Nase habe. Das Vulkansystem des Krafla, welches sich auf einer Länge von 100 Kilometern durch den Nordosten Islands zieht, versorgt die Touristen nicht nur mit vielen Fotomotiven, sondern die Bewohner der Region auch mit Energie. Denn der heiße Boden, dank einer in ca. 3 Kilometern Tiefe liegenden Magmakammer, wird dazu genutzt, über 2 Geothermalkraftwerke Strom und heißes Wasser zu produzieren. Das Wasser fließt nach seiner Nutzung in Richtung Tal und weder sein farbenfrohes Flussbett noch seine hohe Temperatur oder sein Dixie-Klo-würdiger Geruch laden zum längeren Verweilen ein. Anders ist das ein paar hundert Meter weiter, wo aus der sprichwörtlich ewigen Dusche ununterbrochen ca. 40 Grad heißes Wasser aus dem Hahn fließt. Es ist nicht ungewöhnlich, hier Menschen in Badebekleidung zu treffen. All die geothermische Aktivität, der Dampf und der Schwefel könnten einen vermuten lassen, dass man sich am Krafla im Vorhof der Hölle befindet. Und tatsächlich befindet sich hier mit dem Viti ein Vulkansee, der auf Deutsch übersetzt Hölle heißt. Doch ein entscheidendes Detail stimmt nicht, denn die Hölle ist sprichwörtlich gefroren. Der Vulkanismus auf Island geht auf die Lage der Insel auf dem sogenannten Mittelatlantischen Rücken zurück, einer Gebirgskette unterhalb des Meeresspiegels. Island ist einer der wenigen Orte, wo dieses Gebirge bis oberhalb des Meeresspiegels reicht und wir dadurch überhaupt etwas von der vulkanischen Aktivität entlang des Rückens mitbekommen. Viele der Vulkane auf Island sind noch aktiv und so ist an der Südküste ab dem Jahr 1963 durch einen Vulkanausbruch eine komplett neue Insel entstanden. Die Insel Surtsey darf ausschließlich von Wissenschaftlern betreten werden, da hier seitdem beobachtet wird, wie sich Gründerpopulationen von Pflanzen und Tieren entwickeln. Ein Vulkan gilt auf Island dann als aktiv, wenn er innerhalb der letzten 10.000 Jahre ausgebrochen ist, und vor allem an der isländischen Südküste sind die Ausbrüche deutlich regelmäßiger als 10.000 Jahre. Der Vulkan Katla beispielsweise gehört zu den aktivsten Vulkanen der Insel und brach zuletzt 1918 aus.
Von ihm stammt die schwarze Asche auf dem Eis des Solheimer Jökuls, der sich über seine Oberfläche windet. Katla gehört zwar nicht zu den bekanntesten Vulkanen auf Island, ein Ausbruch würde aber den vieler anderer und bekannterer Vulkane in den Schatten stellen. Und zu den bekanntesten Vulkanen Islands gehört definitiv Katlas direkter Nachbar, der Eyjafjallajökull, der mittlerweile synonym für alle Vulkane der Insel steht, denn sein Name geisterte 2010 durch alle Medien der Nordhalbkugel. Denn dann brach der Eyjafjallajökull zuletzt aus, hunderttausende Tonnen Asche wurden bis zu 8 Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert, sie verbreiteten sich mit den Luftströmen von Nordamerika über Nord- und Mitteleuropa bis an den Rand Sibiriens. Die massivste Auswirkung und der Grund, warum der Vulkan Schlagzeilen machte, war die Sperrung des Luftraums in diesen Bereichen. Denn die Asche hätte von den Flugzeugturbinen angesaugt werden können, wäre dort durch die enorme Hitze geschmolzen und hätte die Triebwerke mitten über dem Nordatlantik zerstören können. 13 Jahre später zeigt sich, was für ein guter Dünger Vulkanasche ist, denn selbst auf den felsigen Berghängen gedeiht das Grün. Der 1651 Meter hohe Eyjafjallajökull selbst schlummert heute wieder ruhig unter seiner Decke aus Eis, ehe er statistisch gesehen vermutlich in 200 bis 300 Jahren wieder ausbrechen wird. Der Eyjafjallajökull dominiert die Südküste Islands, an der sich sprichwörtlich eine beeindruckende Landschaft an die nächste reiht. Ein großer Teil der Sehenswürdigkeiten, von denen man im Reiseführer liest, ist hier an der Südküste zu finden. Und viele davon sind Wasserfälle, die wie hier der Seljalandsfoss bereits von der Ringstraße aus zu sehen sind. Der 66 Meter hohe Seljalandsfoss ist ein besonderer Wasserfall. Nicht wegen seiner Fallhöhe, nicht wegen seiner Durchflussmenge und auch nicht wegen irgendeiner besonderen Lage. Er ist außergewöhnlich, weil sein Wasser über eine Klippe fließt und deswegen etwas von der Felswand entfernt in die Tiefe stürzt. Man kann daher hinter dem Wasserfall durch eine Kaverne laufen und den Wasserfall einmal komplett umrunden. Je nachdem wie die Sonne steht, bricht sich das Licht in Regenbögen. Nachteil des Ganzen ist, dass hier garantiert kein Auge trocken bleibt. Kleidung auch nicht. Nur einen Steinwurf entfernt liegt ein weiterer und in meinen Augen auch schönerer Wasserfall, aber Schönheit liegt ja zum Glück im nicht mehr ganz so trockenen Auge des Betrachters. Der Skogafoss, auf Deutsch der Waldwasserfall, stürzt auf einer Breite von 25 Metern knapp 60 Metern nahezu glatt wie ein Vorhang ins Tal. Und anscheinend finde nicht nur ich ihn schöner als den Seljalandsfoss, denn hier tanzen sich diverse Instagrammer, Vlogger und andere Fotografen durchs Bild. Was der Seljalandsfoss und der Skogafoss aber gemein haben, beide Wasserfälle werden vom Gletscherwasser des Eyjafjallajökull gespeist. Außerdem lagen beide Wasserfälle früher direkt am Meer, durch Vulkanausbrüche hat sich das Land im Laufe der Jahrhunderte allerdings nach Süden ausgedehnt, wodurch das Meer heute mehrere Kilometer von den Wasserfällen entfernt liegt. Und dank der Vulkanausbrüche findet man dort heute einen herrlichen, schwarzen Sandstrand, der sich an einigen Stellen sprichwörtlich bis endlos in den Horizont zieht. Auf der Halbinsel Dyrhólaey beispielsweise ragt ein 115 Meter hohes Felsplateau aus dem Wasser, von dem aus man bei aufziehendem Nebel nichts als schwarzen Sand sieht. Der Strand wurde 1991 von einem Reisemagazin zu einem der schönsten Strände der Welt erklärt. Die Halbinsel Dyrhólaey heißt übersetzt Türlochinsel, benannt nach dem markanten Felsentor, durch welches sogar Boote fahren können. Das Meer vor dieser Küste ist allerdings für besonders aufgewühlte See bekannt und selbst an einem sehr windstillen Tag wie heute hört man die Wellen auf den Felsen krachen.
Auf der anderen Seite der Halbinsel kann man die Felsnadeln vor der Ortschaft Wiek aus dem Wasser ragen sehen. Die sogenannten Renistranga sind der Legende nach entstanden, als Trolle ein Schiff an Land ziehen wollten und dabei von der Sonne versteinert wurden. Folgt man diesem Strand ein Stück in Richtung Osten, dann verlässt man irgendwann den Asphalt und strandet schließlich auf der Halbinsel Stokksnes und an der inoffiziellen Grenze von Süd- und Ostisland. Stokksnes ist nicht nur für seinen schwarzen Sandstrand bekannt, übrigens einer der wenigen in Privatbesitz befindlichen und deswegen mit einem Eintrittsgeld verbundenen Strände. Stokksnes ist auch für das Westturhorn bekannt, eine bei Fotografen sehr beliebte Bergreihe. Der interessierte Besucher kann auf Stokksnes außerdem in die Welt der isländischen Wikinger eintauchen und eines ihrer Dörfer besuchen. Hier wurden früher Feindfahrten vorbereitet, geplünderte Schätze aufgeteilt und fässerweise Met aus Hörnern getrunken. Das könnte man zumindest meinen, denn obwohl das Dorf sehr authentisch aussieht, handelt es sich hierbei um eine Filmkulisse. 2010 wurde es von den Universal Studios gebaut, um hier einen Film namens Wikinger zu drehen. Das Dorf ist vollständig von einem Wall umgeben, besitzt Wohnhäuser, Ställe und Lagerräume, alles mit sehr viel Liebe zum Detail gebaut. Am Ende wurden die Arbeiten am Film aber aus Geldmangel eingestellt, das Dorf ist seitdem verwaist. Es gibt allerdings Gerüchte, dass es bald einen neuen Anlauf geben soll, vielleicht kommen wir also in den nächsten Jahren in den Genuss des Filmes, gedreht in diesem Dorf. Und damit geht die Reise auch langsam ihrem Ende entgegen. Obwohl ich immer weiter der eigentlich touristisch geprägten Süd- und Ostküste folge, bin ich hier so gut wie alleine unterwegs. Fjord um Fjord schraube ich mich immer am Wasser entlang, lasse mich einfach treiben und genieße dabei die wunderbare Landschaft in der Abendsonne. Nach 16 Tagen auf Island und einer vollständigen Umrundung der Insel endet meine Reise schließlich an dem Ort, an dem sie begonnen hat. Auf der Passstraße zwischen Egilsstadir und Seyðisfjörður. Die Berge strahlen immer noch im Sonnenschein, obwohl der meiste Schnee inzwischen geschmolzen ist. Damit endet ein Abenteuer, an das ich mich definitiv noch lange erinnern werde. Noch nie war ich in einem Land unterwegs, bei dem ich, wenn ich gefragt werde, wie es mir gefallen hat, so sehr hin und her gerissen bin. Denn ich habe einen so starken Kontrast zwischen Schönheit und Unannehmlichkeit, Wärme und Kälte, Wohlbefinden und Unbehagen erlebt, dass eine klare Antwort auf diese Frage schwierig ist. Ich werde wiederkommen, keine Frage, aber bei der nächsten Tour würde ich einige Dinge anders machen.
Ich würde später im Jahr zurückkehren, um stabileres Wetter abzupassen und auch die Hochlandstraßen nutzen zu können, aber vor allem würde ich nicht nochmal ausschließlich campen gehen. Aber ich habe dadurch sowohl die schönen als auch die unschönen Seiten Islands kennengelernt und ein viel umfassenderes Bild dieses Landes bekommen, als es mir nur mit Sonnenschein jemals möglich gewesen wäre. Daher schätze ich nicht nur die Schönheit, sondern auch die Schattenseiten Islands, während ich zurück an Bord der MS Norröna rolle und meinen Weg zurück zum Festland antrete.